Die Vorstellung, dass das neue Jahr am 1. Januar beginnt, ist heute allgegenwärtig und fest in unserem Kalender verankert. Doch historisch betrachtet war dies keineswegs selbstverständlich. Im frühesten römischen Kalender startete das Jahr im März und umfasste nur 10 Monate, da es sich an der Landwirtschaft orientierte und die kalten Wintermonate sozusagen ausschloss. Auch das chinesische Neujahrsfest, das sich nach dem Mond orientiert, weicht ebenso von dem Zeitpunkt ab, den die meisten Menschen als den Beginn des neuen Jahres feiern. Somit war dieser Zeitpunkt nie in Stein gemeißelt und hing stark von den Ansichten und Mythen der jeweiligen Kultur ab. Obwohl Kalender heutzutage größtenteils den profanen Zweck erfüllen, zu planen und zeitliche Abläufe zu organisieren, zu gucken, wann Brückentage sind, um dann schnellstmöglichst vor den Kollegen die Urlaubsplanung einzureichen, war in antiken Kulturen gerade der Beginn und der Zyklus des Jahres stark mit religiösen Themen und Ritualen verbunden. Um zu verstehen, wann also die Kelten möglicherweise ihr Neujahr feierten, müssen wir versuchen, uns so gut wie möglich in ihr Weltbild hineinzuversetzen. Auch wenn heutzutage im modernen Heidentum Samhain oft selbstsicher als das neue keltische Jahr proklamiert wird, gibt es hierfür keine historischen Belege. Wie kam es also zu der Verknüpfung? Immer, wenn wir keine handfesten Fakten zur Hand haben, bleiben uns nur die Geschichten und die Folklore, die in den letzten Jahrhunderten aufgezeichnet wurden, um mögliche Rückschlüsse zu ziehen. Dies ist aus einer wissenschaftlichen Perspektive natürlich sehr dünnes Eis. Dennoch bleibt uns keine andere Wahl. Eine dieser Geschichten, die uns vielleicht Hinweise auf einen keltischen Kalender geben könnten, ist die irische Mythe, das Verbum Idain, die von einem unbekannten Autor wahrscheinlich im 10. Jahrhundert aufgezeichnet wurde. Laut dieser markieren die Feste Samhain, Imbolc, Beltane und Lughnasadh den Wechsel der Jahreszeiten, wobei das Fest Samhain, das als Beginn des Winters galt, den Anfang dieses Zyklus markierte. Der Sprachwissenschaftler Sir John Rice, welcher der erste Professor für keltische Sprachen an der Oxford University war es, der die Theorie entwickelte, dass das keltische Neujahr zu Samhain gefeiert wurde. Dies basierte auf seinen Studien der keltischen Folklore und seinem Eindruck, dass dieser Zeitpunkt eine bedeutungsvolle Schwelle zwischen Alt und Neu darstellte. Es war die Zeit, wo die Erntesaison abgeschlossen war und die Tiere, die nicht geschlachtet wurden, sich in ihren sicheren Ställen befanden. Das fruchtbare Jahr lag hinter den Menschen, welche nun Zeit für Versammlungen und Zusammenkünfte hatten. Ebenso war es eine Zeit, in der man den chaotischen, destruktiven Urkräften ausgesetzt war, in Form von Winterstürmen, Eis und Kälte, während die wilde Jagd durch die Lüfte zog und der man besser nicht begegnen wollte. Es war eine Zeit, in der man versuchte, einen Blick in die Zukunft und auf eine der gefürchtetsten Jahreszeiten zu werfen. Somit ist die Theorie, dass Samhain das keltische Neujahr markiert, zumindest eine plausible, auch wenn es keine Schriften gibt, die dies eindeutig belegen. Meine persönlichen Überlegungen gehen in die Richtung, dass es sehr gut möglich sein könnte, dass das keltische Neujahr mit der dunklen Jahreszeit begann. Warum? Dies hat hauptsächlich mit der Aussage Cäsars zu tun,
dass die Kelten bzw. die Gallier glaubten, dass sie von einem Gott der Unterwelt abstammten und deshalb Zeiträume in Nächten und nicht in Tagen berechneten. Auch bei den Germanen können wir ein ähnliches Phänomen in dem altenglischen Wort Fortnight sehen, was einen Zeitraum von 14 Nächten bezeichnet. Von den Druiden wissen wir, dass sie Meister der Natur- und Himmelsbeobachtung waren. Und wenn wir für einen Moment all unser modernes Wissen über die Naturphänomene fallen lassen und uns nur auf die rein visuelle Wahrnehmung einlassen, dann kommen wir nicht umhin festzustellen, dass das Leben aus der Dunkelheit geboren wird. Jeden Frühling bahnen sich die zarten Keimlinge aus dem tiefschwarzen Erdschoß ihren Weg ans Licht. Jeder Baum, jeder Strauch, jeder Grashalm und auch wir Menschen werden aus derselben Dunkelheit des Mutterschoßes geboren. Und auch die Sonne steigt jeden Tag aus der Dunkelheit hervor, um über den Himmel zu wandern und dann am Abend wieder in ihr zu versinken. Somit könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Kelten glaubten, dass auch das neue Jahr aus der gleichen Dunkelheit geboren wird. Bei allen Theorien ist dennoch wichtig zu beachten, dass die keltische Kultur äußerst vielfältig war und viele Bräuche und Traditionen eher regional als universell waren. Die keltische Welt erstreckte sich über verschiedene Regionen Europas und unterschiedliche keltische Gruppen und Stämme pflegten ihre eigenen einzigartigen Rituale. Nichtsdestotrotz ist dies eine Zeit, die viel gemeinsam hat mit den Bräuchen, die wir normalerweise von Neujahr kennen. Das gesellschaftliche Zusammenkommen, Spiele und Rituale und der Versuch, einen Blick auf die Zukunft zu erhaschen. Somit ist dies eine wunderbare, transformatorische Zeit, Altes loszulassen, sich auf das Neue einzustimmen und die Dunkelheit dafür zu ehren, dass sie das neue Leben bereits in sich trägt.